Alles rund um Dividenden, warum sie gut und wichtig sind für die langfristige Performance. Natürlich noch die besten Dividendenperlen dieser Saison. Und wir schauen, ob ETFs und Fonds im Dividendenbereich überhaupt was taugen. Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, die Dividendensaison nimmt so langsam, aber sicher Fahrt auf. Für viele von euch da draußen ist es natürlich ein wichtiger Baustein in der Anlagestrategie. Der eine oder andere setzt natürlich auch nur auf Tech-Werte und Ähnliches und schaut natürlich nur auf die Aktienperformance. Aber wie gesagt, es haben sich sehr viele gewünscht, dass wir nochmal was zu Dividenden machen. Das war natürlich für uns quasi Befehl, Matze hier hinter der Kamera und mich, mal das Bloomberg Terminal wieder richtig anzuschmeißen und uns auf die Suche machen nach den attraktivsten Dividendenwerten in diesem Jahr und vielleicht natürlich auch ausblickend auf das kommende Jahr. Und wir wären natürlich nicht die Mission Money, wenn wir euch diese kunterbunte Liste nicht wieder zur Verfügung stellen würden als Download. Oder Matze, stellen wir unten rein. Jawohl, gibt einen Link unten, da könnt ihr selber mal dran rumspielen und selber mal durchfiltern, vielleicht inspirieren lassen nach der ein oder anderen Aktie. Und hinten raus gibt es natürlich, wie schon bei den Nebenwerten, die zwei geheimsten Lieblingsaktien aus dieser Liste von Matze, der Man hier hinter der Kamera. Bevor wir gleich natürlich loslegen, noch ein paar ganz grundsätzliche Sachen dazu und natürlich auch ein wenig Statistikmaterial für alle die sagen, was soll der ganze Quatsch, ich habe sowieso Mag 7 Aktien und Tesla und Co. Das ist sowieso viel geiler in Sachen Performance und was brauche ich denn da noch Dividenden, muss ich bloß dumme Steuer drauf zahlen? Naja, ganz so einfach ist es eben nicht, denn langfristig macht Dividende doch einen ziemlich nicht ganz unerheblichen Teil der Performance aus. Denn schauen wir mal hier auf die aktuellsten Auswertungen der alljährlichen Dividendenstudie, in dem Fall von Allianz Global Investors. Denn in den vergangenen 40 Jahren machten Dividenden knapp 36% der Per-Annum-Rendite aus, und zwar hier in Europa, in dem Fall jetzt gemessen am MSCI Europa. In den USA ist der Anteil mit 22% dann doch deutlich geringer, aber in Asien beispielsweise wird es zunehmend ein immer wichtigerer Renditetreiber für Anleger. Mal auf 40 Jahre gesehen, im MSCI Pacific, in dem Fall ohne Japan, ist der Beitrag zur jährlichen Rendite bei über 40%. Und warum die Dividenden natürlich nicht ganz unwichtig sind, zeigt auch eine etwas differenziertere quasi Ausarbeitung. Und zwar sehen wir hier mal immer 5 Jahreszeiträume für den MSCI Europa in dem Fall, weil es hier der Effekt natürlich auch am größten ist. Also wieder die jährlichen Renditen und den Dividendenanteil. Und wir sehen natürlich in Marktphasen, in denen die Börse läuft wie Sau, in der breiten Masse ist der Dividendenanteil nicht ganz so hoch. Fast könnte man sagen, nicht so wahnsinnig wichtig, aber in sehr vielen anderen Phasen, die wir hier in Europa halt immer wieder hatten, spielen die Dividenden doch einen extrem hohen Faktor, was die Rendite angeht, als auch so ein bisschen als Stabilisator. Und dass sie eben ein Stabilisator sind, die Dividenden, und nicht nur ein Renditetreiber, das zeigt sich auch bei dem Thema Volatilität. Denn Aktien von Unternehmen, die Dividende zahlen, unterliegen einer deutlich geringeren Vola als Unternehmen, die keine Gewinne ausschütten. Wir sehen hier mal den Stoxx 600, also die Werte hier in Europa, jeweils die gleichgewichtete 30-Tages-Volatilität von Dividendenzahlern und eben von den Nichtzahlern. Man könnte natürlich meinen, dass das vor allem daran liegt, dass Unternehmen, die Dividenden zahlen, entsprechend ein etwas stabileres Geschäftsmodell haben, ausreichend hohe Gewinne einfahren und es in Europa tendenziell auch nicht so viele Wachstumsunternehmen aus dem Technologiebereich gibt, die tendenziell eben keine oder nur sehr wenig Gewinne ausschütten. Jedenfalls sehen wir es, wenn wir mal in den USA schauen, ein etwas anderes Bild als hier in Europa, denn im S&P 500, hier auch wieder die Volatilität gesehen, sind Dividendenzahler nicht weniger volatil als Nichtzahler, sondern tendenziell sogar etwas volatiler, auch wenn das Gap nicht ganz so groß ist. Aber genug des Vorspiels, Zeit in die Kiste zu hopfen, in Medias Res zu gehen, blenden wir hier gleich mal eine kleine Liste ein. Wir haben das Universum ein ganz klein wenig eingeengt, weil sonst wird das ziemlich uferlos bei 60.000 gefüllten Aktien oder 55.000, die man in Bloomberg so rausgezogen bekommt. Wir haben die Indizes genommen, den S&P 500, den Russell 2000, den Nasdaq Composite
Composite in den USA, dann haben wir den Stock 600 für Europa genommen und natürlich noch den kompletten CDAX für alle Freunde der Heimatliebe. So, und dann kann man jetzt hier mal so ganz langsam aber sicher durchfahren und wie gesagt, unten drin ist der Link, da könnt ihr euch die auch nochmal rausziehen. Wir haben ansonsten die Liste jetzt mal mit Absicht etwas größer gelassen, sind 472 Unternehmen immerhin noch. Wir haben es nicht weiter eingeschränkt. Wie gesagt, ihr sollt ja auch ein bisschen Spaß damit haben. Normalerweise, das wäre jetzt so ein Klassiker, wir haben jetzt die Ausschüttungsquote mit reingenommen. Das wäre ja der erste Filter, an dem man ansetzen kann, denn wir sehen ja hier doch auch das eine oder andere Unternehmen, das weit über den 100% des Gewinns in diesem Jahr ausschütten, sprich irgendwas aus der Substanz bezahlen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich nicht wirklich ein nachhaltiger Dividendenzahler, der so wahnsinnig sexy ist. Sortiert haben wir das Ganze erstmal plump absteigend nach der höchsten Dividendenrendite. Einfach nur mal der Interesse halber, um etwas daran herum zu wursteln. Außerdem haben wir noch hier das von Erlösten erwartete Dividendenwachstum für die kommenden 3 Jahre reingenommen, damit man mal so ein bisschen sieht, ob denn da ein Trend nach oben zu erkennen ist oder wenigstens eine Stabilität oder ob wir hier gerade ein Ausreißerjahr haben. Außerdem ist natürlich der Dividendenzahltag drin, soweit bei Bloomberg der schon eingepflegt ist. Da seht ihr, sind ein paar Löcher drin, denn natürlich für euch könnt ihr auch rausfiltern, alles was schon im März bezahlt hat, macht jetzt für uns dieses Jahr irgendwie keinen Sinn mehr. Zumindest dividendenseitig. Dann haben wir noch ein bisschen Gewinnwachstum und natürlich auch das KGV drin als kleine Zusatzinformation. Schadet ja nicht. Und wenn man mal so die ganz abgefahrenen ersten paar Positionen auf der Liste rauslässt, sind doch schon ein paar recht interessante Werte drin, auch natürlich schon im oberen Drittel. Viele europäische Banker und Versicherer, die sind traditionell natürlich sehr hohe Dividendenzahler, aber es gibt dann doch noch den ein oder anderen recht spannenden Wert. Und wo wir so schön durch die Liste durch sind, müssen wir natürlich jetzt zu Matzes geheimsten 2 Lieblingswerten aus diesem Universum uns mal genauer anschauen. Nummer 1 muss man jetzt fairerweise dazu sagen, damit er nicht völlig vermöbelt wird und den größten Shitstorm aller Zeiten bekommt, haben wir uns da ein wenig inspirieren lassen bei der ersten Aktie, die da daherkommt, denn das ist im Moment auch eine der Dividenden-Super-Empfehlungen von der Bank of America. Das ist Golub Capital, eine Business Development Company. Das ist so ein bisschen aufgebaut wie ein Aktienfonds, ist gleichzeitig aber auch so ein Stück weit eine Private Equity Gesellschaft. Das heißt, sie geben oder stellen mittelgroßen und kleineren Unternehmen Kapital zur Verfügung über die Ausgabe neuer Aktien, können Investoren investieren. Das ist natürlich ein Laden, wenn das einigermaßen läuft, bringt das immer relativ konstant Dividende. In dem Fall kommen wir hier auf eine Dividendenrendite von etwas unter 10%, 9,6 für das laufende Jahr oder beziehungsweise für das vergangene Jahr. Jetzt für die anstehenden Zahlungen für das nächste und das übernächste Jahr sind die Schätzungen auf einem ähnlichen Niveau. Das ist recht konstant und man muss auch dazu sagen, die schütten auch recht regelmäßig noch ein paar Sonderdividenden aus. So, und das Portfolio von Golub besteht tatsächlich nämlich aus 357 Unternehmen. Das ist schön breit gestreut mit einem Marktwert von 5,4 Milliarden US-Dollar. Die Investitionen von Golub erstrecken sich über ein breites Spektrum von Wirtschaftszweigen. Da sind Softwareunternehmen dabei mit 27% des Portfolios. Dann das nächstgrößere Segment ist das Gesundheitswesen mit 8% des Gesamtvolumens und der Facheinzelhandel mit rund 6%. Schauen wir mal auf die Zahlen. Golubs Nettokapitalerträge pro Aktie reichen locker aus, um die Dividende zu decken und das trotz der auskömmlichen Rendite von eben für letztes Jahr 9,6%, nächstes Jahr 10,6%. Nach Ansicht der Bank of America verdient die Aktie mehr Aufmerksamkeit von den Anlegern, denn, Zitat, wir glauben, dass das Wertangebot von Golub in den aktuellen Aktienkursen nicht vollständig eingepreist ist und zwar aufgrund eines erstklassigen Rufs bei der Kreditvergabe, den Golub auf dem mittleren Markt aufgebaut hat. Den attraktiver werdenden Finanzierungen aus Verbriefungen und anderen Finanzierungen und einer einzigartigen Größenordnung, um größere Geschäfte zu zeichnen. Und deswegen hat der Analyst der Bank of America die Aktie jüngst von neutral auf Buy hochgeschuft. Schauen wir mal auch auf den Rest der Analystenschar. Die ist im Großen und Ganzen auch ziemlich positiv gestimmt. 80% sagen Buy, nur 20% im Moment Hold. Die ganz große Kursfantasie ist im Schnitt, glaube ich, nicht mehr drin. Mit einem 12-Monats-Kursziel von 2,1% wäre die Messe schon gelesen. Aber ich glaube, dieses Jahr rennen die Kursziele ohnehin sowieso nonstop dem Markt etwas hinterher.
Aber wie gesagt, kommt man eben zusammen mit der Dividende, die muss man eben natürlich auch noch mit reinrechnen, von 10%, so sie denn ausgezahlt wird, auf eine Gesamtrendite von 12,8% für dieses Jahr. Das ist doch nicht das schlechteste aller Potenziale. Und dann kommen wir natürlich noch mal zu Aktie Nummer 2, die hat sich Matze jetzt ganz alleine ausgesucht, also es wird lieb sein, weil er hat einen sehr guten Job gemacht. Ist Intesa Sanpaolo, italienische Bank, nicht gerade klein, mehr als 60 Milliarden Market Cap, also nichts hier von wegen Pommesbude und so weiter und so fort. Wir haben eine recht massige Dividendenrendite von 10%, dank der ziemlich guten Zinserträge ist, glaube ich, die Ausschüttungsquote von roundabout 70%. Kein allzu großes Problem. Intesa ist tatsächlich bei sehr vielen Bankexperten ganz weit oben auf den Empfehlungslisten, weil sie ein relativ breit und vor allem sehr stabiles Geschäftsmodell haben, das so ein bisschen in alle Sparten recht gut hineinragt. Schauen wir mal drauf. Und es gibt vor allem eigentlich 3 Gründe, warum Intesa so interessant ist und bei so vielen Experten im Moment sehr weit hoch im Kurs steht. Das eine ist natürlich das schon angesprochene sehr diversifizierte Geschäft, wie man so schön sagt. Mehr als 30% der Gewinne kommen aus dem lukrativen Bereich Asset Management und Wealth Management. Da kann ich jetzt mal einen kleinen Insider erzählen. Neulich, als Tilman Galla von JP Morgan da war, haben wir uns auch über den italienischen Markt unterhalten, denn die JP Morgans sind im Wealth Management in Italien sehr groß unterwegs, haben da deutlich mehr Assets under Management als hier in Deutschland. Das ist da und vor allem im Norden oben bei den ganzen großen Familienkonzernen und so weiter ein recht interessantes Geschäft in Italien. Und da sind wir nämlich auch bei dem zweiten Punkt, und der ist nämlich die Konzentration von Intesa auf den Norden Italiens, was die Marktanteile angeht. Die sind nämlich 3-mal höher als etwa die von dem Branchenprimus Unicredit. Und wie wir alle wissen, ist der italienische Norden natürlich der sehr wohlhabende. Da brummt die Wirtschaft im Gegensatz zum Süden, der eben deutlich ärmer unterwegs ist und wo es deutlich weniger große Unternehmen und Konzerne gibt. Und eine dritte Erwähnung findet natürlich das Thema Gewinnwachstum. Das ist etwas niedriger als bei dem einen oder anderen europäischen Bankenhaus. Aber das ist, laut zumindest den Experten der Deutschen Bank, darauf zurückzuführen, dass Intesa tendenziell eher auf Bardividenden setzt und weniger auf Aktienrückkäufe. Deswegen haben sie natürlich auch eine Ausschüttungsquote von 70%. Im Konsens ergeben alle bei Bloomberg erfassten Kursziele ein Potenzial von knapp 10% in Verbindung natürlich mit dieser Dividendenrendite von roundabout 10% ergibt sich natürlich ein Gesamtpotenzial für dieses Jahr von knapp 19%. Und ich meine, seien wir mal ehrlich, vor ein paar Jahren hätten wir alle noch ein bisschen schief geguckt, wenn man gesagt hätte, man sollte sich mal italienische Banken anschauen. Aber man muss halt natürlich auch sagen, Italien hat sich ganz gut derappelt in letzter Zeit, in diesem Jahr. Wir haben es ja schon an der einen oder anderen Stelle im Mission Monday auch schon erwähnt oder auch schon in dem einen oder anderen Interview. Der italienische MIB-Index ist nach dem Nikkei der zweitbeste Index year-to-date unter den größeren Aktienmärkten. Also da ist einiges passiert. Intesa selber hat auch knapp 25% zugelegt. Also nicht völlig aus der Welt, dass da was gehen könnte. So, und damit kommen wir nochmal hinten raus. Ich habe es vorher schon angesprochen, auf das Thema Dividendenfonds und ETFs. Macht das überhaupt Sinn oder muss man von dem ganzen Krempel echt die Finger lassen? Ist das nicht einfach ein Stockpicking-Thema? Ein ganz pauschales Bashing wird es tatsächlich nicht, wenn man mal so ein bisschen genauer hinschaut. Das ein oder andere kann tatsächlich durchaus auch Sinn machen. Da wird jetzt gleich keine Produktempfehlung dabei sein. Keine Sorge, und gesponsert und bezahlt ist sowieso schon zweimal nicht. Das machen wir an der Stelle sowieso nicht. Aber wie gesagt, es sind ein paar Fonds dabei, vor allem so ein paar große Klassiker, die sich gar nicht so schlecht schlagen. Das wollen wir uns mal anschauen und dann schauen wir auch, wie gesagt, hinten raus mal auf die günstigeren ETFs, ob das denn was sein könnte. Blenden wir hier jetzt gerade mal einen ziemlich großen Klassiker ein, und zwar ist es der M&G North America Dividend Fonds. Ein ziemlicher Klassiker auf hohe Dividenden in den USA. Die Performance ist, das muss man an der Stelle tatsächlich sagen, aller Ehren wert. Wir haben jetzt hier mal einen 5-Jahres-Chart und ich habe einfach mal den S&P drüber gelegt und da sehen wir, der Fonds kann tatsächlich mit dem S&P mithalten. Die Performance ist quasi fast identisch. Das ist natürlich insofern schon aller Ehren wert, wenn wir mal überlegen, dass im vergangenen Jahr Tech-Werte natürlich extrem outperformt haben und die sind in einem
Fonds mit für hohe Dividenden natürlich nur noch bedingt vertreten. Microsoft ist, glaube ich, tatsächlich auch drin, weil die auch eine relativ hohe Dividendenrendite haben. Der Rest dieser Mag 7 ist natürlich größtenteils nicht mit drin und man muss auch ehrlicherweise sagen, dass fast nichts. Ich erinnere da an das Interview mit Herrn Jasperneite, der mal versucht hat, in 1000 Modellen den S&P nachzubilden und zu schauen, welche Konstellation letztes Jahr den Index geschlagen hätte. Und es war irgendwie gar keiner dabei, selbst in 1000 Versuchen. Also, deswegen aller Ehren wert. So, deswegen, man sollte sowas schon mal auf dem Schirm haben, denn wie gesagt, es kommen auch mal wieder Zeiten, in denen nicht magische 7 einfach allem davonlaufen. Kehrseite der ganzen Veranstaltung ist natürlich das Thema Kosten, denn der M&G-Fonds nimmt doch 1,77% plus je nachdem Ausgabeaufschlag, weiß ich nicht, bei den meisten Direktbanken ist das ja, glaube ich, mittlerweile vom Tisch. Interessant ist natürlich auch das Thema Asien und Dividenden. Wir hatten es ja vorher bei der Allianz Global Übersicht, dass in Asien der Dividendenanteil an der Performance natürlich noch höher ist als hier in Europa. Liegt natürlich auch daran, dass der eine oder andere asiatische Markt auch mal für ein paar Jahre immer mal wieder abtaucht. Aber das ist die andere Geschichte. Mit Einzelwerten ist in Asien, würde ich mal behaupten, das Thema Dividenden eher schwieriger abzudecken, weil man halt doch nicht immer so ganz durchblickt, wer denn wie stabil gerade unterwegs ist oder auch nicht unterwegs ist und so weiter und so fort. Auch so eine Bilanz will immer etwas genauer studiert sein und das ist schwierig, wenn sie auf Mandarin ist oder in anderen Schriftzeichen. Und das andere Thema ist natürlich auch das Thema Steuern. Also deswegen kann hier ein Fonds ja durchaus interessant sein und bei der Performance auf jeden Fall scheint da auch auf mehr möglich zu sein. Und deswegen riskieren wir mal hier einen Blick zum Beispiel auf den Fidelity Asia Pacific Dividendenfonds. Wir sehen hier die Linie in schwarz und ich habe drüber gelegt einfach mal einen MSCI Asia Pacific ETF. Weiß jetzt gerade nicht mehr genau aus dem Kopf, welcher von den 2, 3 großen, die es da unterwegs sind. Und dann sehen wir hier doch, der aktiv verwaltete Dividendenfonds hat auf 5 Jahre den Markt ganz stumpf, doch recht deutlich outperformt. Wie gesagt, liegt natürlich auch daran, dass das eine oder andere asiatische Markt nicht so wahnsinnig gut lief. Übrigens gibt es den Fidelity-Fonds tatsächlich schon seit knapp 20 Jahren. Also das ist jetzt auch nichts, was erst neulich um die Ecke kam. Aber auch hier, wie gesagt, ist natürlich das Ganze mit ein paar Kosten verbunden. Und das darf sich auch jeder selber überlegen, ob man unbedingt das Thema Asien und Dividenden spielen muss, kann, will oder darf. Es soll nur mal so eine kleine Übersicht sein. Bei den Fonds habe ich mir natürlich ein wenig Hilfe geholt von meinen lieben Kollegen und Fondsexperten hier von der Focus Money Redaktion, die seit 20 Jahren, liebe Grüße an dieser Stelle, seit 20 Jahren den Fondsmarkt ein wenig hoch und runter und links und rechts auseinandernehmen und analysieren. Und das sind tatsächlich die 2 gezeigten schon die Speerspitze. Global gibt es auch noch 1 oder 2 große Dividendenfonds, die auch noch einigermaßen solide performen. Der Rest hinkt dann doch recht deutlich immer im Vergleich zu den Benchmarks, sprich MSCI World oder S&P 500 und so weiter, doch deutlich zurück. Aber das soll ja auch mal hier eine positive Ausnahme gezeigt sein. Aber wie schaut es denn aus mit Dividenden-ETFs? Es gibt jede Menge davon. Ich habe jetzt keine umfassende Analyse gemacht, sondern mir einfach mal 1, 2 klassische weltweit die High-Dividend ETFs angeschaut. In dem Fall der erste ist mal von iShares. Blenden wir einfach mal einen ein. Tja, und da muss man halt sagen, geht so, ne? Wir sehen hier in schwarz jetzt mal den iShares World Quality Dividends und in blau habe ich einfach mal oben drüber gelegt den MSCI World. Das an sich spricht, glaube ich, Bände. Der Fonds schüttet übrigens immer 2-mal im Jahr aus, immer so zwischen 7 und 9 Cent je oder je ETF-Anteil. Im Schnitt kommt aber ziemlich genau hin. Jetzt, wenn man die letzten 7, 6 Jahre nimmt, waren es eher so um die 8 Cent. Also machen wir 2 mal 8 Cent im Jahr 16. Im Moment kostet der Anteil, glaube ich, so um die 6,50 Euro. Ergäbe sich eine Ausschüttungsrendite von 2,4%. Roundabout zieht man nochmal die knapp 0,4% Gebühren ab. Bleiben also so über den Daumen knapp 2%, was da an Ausschüttungen vorhanden sind. Tja, und dann kommt natürlich noch Papa Fiskus daher und schnappt sich auch noch seinen Anteil. Ja, nu, so richtig super sexy ist das natürlich nicht,
wenn man das jetzt mal unter diesem Dividendengesichtspunkt nimmt, da muss schon sehr viel Geld ins Depot rein oder in diesen Fonds rein, damit da ein passives Einkommen draus wird. Vor allem nicht bei Inflationsraten jenseits der 3%. Da kann man sich am Ende des Tages auch beinahe schon eine Staatsanleihe ins Depot legen. Was ich damit eigentlich zeigen wollte, ist, manchmal ist passiv tatsächlich nicht die beste Wahl und bei Dividenden scheint das der Fall zu sein. Da ist ein aktives Rangehen und vor allem natürlich ein wenig Research tun und nach Perlen auch wirklich tauchen. Vielleicht die bessere Alternative, aber wie gesagt, das ist keine ETF-Komplettanalyse zum Thema Dividenden. Es gibt, glaube ich, 60 oder 70, habe ich gesehen, Dividenden-ETFs und da wird es mit Sicherheit auch irgendeinen geben, der in irgendeiner Nische einen Index hat, die einigermaßen solide im Vergleich zum Gesamtmarkt performt, aber wie gesagt, manchmal eben auch ein aktiver Fonds kann durchaus von Interesse sein. Ansonsten bin ich da auch eher in Einzelaktien unterwegs. Schreibt gerne mal rein, wie ihr denn das Thema Dividenden so seht. Seid ihr große Dividenden-Fans oder sagt ihr euch, ist mir egal, Hauptsache die Gesamtperformance stimmt und mir ist das viel zu viel Aufwand, schon allein wegen dem Steuerthema. Und vor allem würde mich natürlich interessieren, wenn ihr euch die Liste gezogen habt und mal ein bisschen was rausgefiltert habt, was sind denn eure Dividendenperlen? Schreibt es gerne unten rein, denn hier sind ja noch jede Menge andere in der Community, die vielleicht auch die ein oder andere Inspiration suchen. So, ansonsten wünsche ich euch, es steht das lange Wochenende an, ein richtig schönes, natürlich ein frohes Osterfest, allseits dicke Osternester, was denn auch sonst. Macht es euch richtig gut, habt eine schöne Zeit mit euren Lieben und wir sehen uns nächste Woche wieder. Mission Monday gibt es natürlich keinen, weil es ist Feiertag. Wir sehen uns dafür am Mission Tuesday wieder. Bis dahin, vielen Dank, bis dann, ciao.